Schön, dass du da bist. Heute schauen wir uns ein kleines, aber für viele nerviges Detail unter Windows an. Diesen kleinen Pfeil, der bei Verknüpfungen immer unten links im Icon angezeigt wird. Wie wir alle Pfeile auf einmal loswerden, ohne Zusatzsoftware, ganz einfach, zeige ich dir gleich Schritt für Schritt. Wir öffnen den Registrierungseditor. Dazu drücken wir gemeinsam die Windows-Taste und R. Es öffnet sich das Ausführen-Fenster. Dort geben wir regedit ein und bestätigen mit OK. Eventuell fragt Windows jetzt noch, ob die App Änderungen vornehmen darf. Das bestätigen wir mit Ja und schon seht ihr dasselbe Bild wie ich hier. Und nun zuerst der wichtigste Schritt, bevor wir überhaupt etwas ändern, eine Sicherung. Das ist wirklich wichtig, denn falls bei der Bearbeitung der Registry mal was schief gehen sollte, können wir mit dieser Sicherung alles wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Dazu klicken wir oben auf Datei, dann auf Exportieren. Jetzt wählen wir einen Speicherort, zum Beispiel den Desktop, und geben der Datei einen Namen, den wir uns merken können. Zum Beispiel jetzt ohne Pfeil am 30.06. Dann klicken wir auf Speichern. Das dauert dann einen Moment und dann geht's los. Falls also später etwas nicht so funktioniert wie gewünscht, reicht ein Doppelklick auf diese Datei und die Registry wird wieder in den alten Zustand versetzt. Und jetzt navigieren wir zu dem Bereich in der Registry, den wir für die Änderungen benötigen. Man kann sich entweder Stück für Stück durchklicken oder den Pfad oben in die Adresszeile eingeben und mit Enter bestätigen. Der Pfad zum Kopieren steht natürlich unten in der Beschreibung. Das geht etwas schneller. Wenn wir bei Explorer angekommen sind, suchen wir nach einem Unterordner namens Shell Icons. Es kann gut sein, dass dieser Ordner bei dir, genauso wie bei mir hier, noch gar nicht existiert. Das ist völlig normal. Dann legen wir ihn einfach selbst an. Dazu klicken wir mit der rechten Maustaste auf Explorer, wählen Neu und dann Schlüssel. Der neue Ordner bekommt automatisch einen Namen, den wir jetzt überschreiben. Wir tippen Shell Icons ein und bestätigen mit Enter. Jetzt haben wir unseren Ordner Shell Icons markiert. Auf der rechten Seite klicken wir mit der rechten Maustaste in den freien weißen Bereich, wählen Neu und dann Zeichenfolge. Diesem neuen Eintrag geben wir den Namen 29. Das ist die Kennung, die Windows verwendet, um zu wissen, welches Icon für den Verknüpfungspfeil verwendet werden soll. Damit diese Änderung jetzt auch sichtbar wird, muss der Windows Explorer einmal neu gestartet werden. Du hast dafür zwei Möglichkeiten: die einfache Variante Computer einmal neu starten oder die schnelle Variante Rechtsklick auf die Taskleiste, dann öffnen wir den Task Manager. Dort scrollen wir entweder bis ganz nach unten, bis wir Windows Explorer finden, oder wir gehen oben in die Suchleiste Windows-E ein. Dort drücken wir dann Rechtsklick und wählen Neu starten oder oben rechts Neu starten. Der Bildschirm flackert kurz, das ist normal, und schon sind wir fertig. Es kann sein, dass es ein bisschen dauert, bis eure Taskleiste wieder zurückkommt, aber auch das ist normal. Das Ergebnis: der kleine Pfeil bei den Verknüpfungen ist verschwunden. Falls dir das nicht gefällt oder du es wieder rückgängig machen möchtest, ist das kein Problem. Du kannst entweder nur den Eintrag 29 löschen oder gleich den kompletten Shell Icons Ordner entfernen. Danach starten wir wieder den Explorer neu, entweder über den Task Manager oder per Neustart, und der Pfeil erscheint wieder ganz normal. Das war's auch schon. Ich hoffe, dieser kleine Trick konnte dir weiterhelfen und dein Windows sieht jetzt ein bisschen aufgeräumter aus. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Kommentar oder ein Abo da. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.